Wann haben Sie Ihren letzten Corona-Test gemacht? Vor 3 Tagen oder vor 3 Jahren? Der Erreger ist noch da, mitten unter uns. Legt nicht mehr die ganze Gesellschaft lahm, aber viele Einzelne immer wieder neu. Dies ist mein 7. Film zur Pandemie. 2020 erlebte ich hautnah mit, wie Jörg Pütz über Wochen an der Beatmung hing. Heute ist er wieder fit. Dann kam Long-Covid. Das betrifft bis zu 2 Millionen Menschen alleine in Deutschland. Eine davon Andrea. Ich traf sie das erste Mal vor 3 Jahren. Wie geht es Andrea heute? Dann kam der Impfstoff und die Debatte über Wirkung und Nebenwirkungen. Was wissen wir 2024 besser als 2020? Und psychische Probleme haben enorm zugenommen, gerade bei jungen Menschen. Ich treffe Karl. Was bedeuten Lockdown und Schulschließungen eigentlich für die Seele? Lauter lange Schatten von Corona. Hallo Andrea. Ja, hallo Eckhard, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, ich würde sagen, im Grunde unverändert. Ich schwank halt weiter zwischen bettlägerig und hausgebunden. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es eher schlechter wird. Wow. Weil einfach jetzt auch so Transportwege im Rollstuhl, das konnte ja früher sitzend, das geht jetzt nicht mehr. Das war Ende 2021 in der Reha. Andrea wurde infiziert, bevor es eine Impfung gab. Und dann entwickelte sie die schwerste Form von Long-Covid, ME/CFS. Vorher bestieg sie Berge. Du hast dich ja angesteckt auf der Arbeit als Physiotherapeutin. Bist du denn inzwischen anerkannt als berufskrank? Nein, also das liegt beim Gericht, die Klage läuft. Ich vermute auch, dass ich da keine Chance habe. Die sagen, das ist alles nicht belegbar, dass ich überhaupt diese Erkrankung ME/CFS habe. Das macht mich so wütend und traurig, dass seit wir uns in der Reha gesehen haben, du so wenig Unterstützung aus unserem Gesundheitswesen, aber eben auch von den verantwortlichen Berufsgenossenschaften kriegst. Ja, das macht mich auch traurig. Und das zieht sich ja über alle Bereiche. Also Behörden, Ämter, die kennen die Erkrankung nicht und die Schwere nicht. Und man muss grundsätzlich fast für alles eine Klage einreichen, egal ob es um einen Pflegegrad geht oder um Grad der Behinderung. Also das ist wirklich mühselig. Ich drücke dir ganz fest die Daumen und nehme dich aus der Ferne einmal in den Arm. Ja, danke schön, Eckhard. Umarmung zurück. Ciao. Tschüss. Oh. Also das Bitterste finde ich wirklich, sagen wie die Leute, die für andere da waren, in der ersten Linie der Krankenversorgung, wie wir die allein lassen. Das darf nicht sein. So wie Andrea geht es vielen Hunderttausenden, die auf seltsame Art in der Gesellschaft unsichtbar sind. Die Mehrheit schaut lieber weg und freut sich, dass bei ihnen Corona folgenlos verlief. Dabei lohnt es sich, genau hinzuschauen. Informationen verbreiten sich im Internet heute so schnell wie nie zuvor, leider auch Falschinformationen. Dieses Video wurde millionenfach geklickt. That means, Tom, that these clots are almost certainly the cause of death. Was ist da dran? Gibt es diese großen Gerinnsel jetzt tatsächlich häufiger, seit es die Impfung gibt? Gut, wenn man weiß, wen man fragen kann. Das Hamburger Institut für Rechtsmedizin hat als eines der ersten weltweit Corona-Tote obduziert. Ich würde vorschlagen, ich helfe Ihnen einmal. Oh ja, gerne. Benjamin Ondruschka leitet das Institut. So, und Wie sagt man unter Rechtsmedizin? Es muss nach einem Unfall aussehen. Notfalls attestieren wir den Herzinfarkt. Im Internet habe ich ein Video gesehen, was suggeriert, dass die Impfung zu wahnsinnig vielen Todesfällen führt, in denen das ganze Blut gerinnt. Kennen Sie dieses Video zufällig? Also mir ist das Video bekannt und das ist totaler Quatsch.
Nach dem Tod gerinnt Blut, es bleibt nicht dauerhaft flüssig und gerade dieses helle, weiße, glänzende ist ein typisches Speckhautgerinnsel. Also das ist vollkommen unabhängig von Corona oder Impfung oder irgendeinem anderen Virus. Das ist einfach ein postmortales Phänomen. Für mich eine bittere Erkenntnis in dieser Pandemie, man kann nicht nur an Viren versterben, sondern sogar an Worten, an Desinformationen. Der Mann einer Freundin ist tatsächlich ungeimpft gestorben, weil er sich auf Videos verlassen hat, die Quatsch erzählt haben. Gefährlichen Quatsch. Viele Studien belegen, die Impfung hat geholfen, bis zu 90% der schweren Verläufe zu verhindern. Sie hätte also höchstwahrscheinlich auch dem Mann meiner Freundin das Leben gerettet. Was Sie auch hier als allererste weltweit beschrieben haben, war diese enge Verbindung mit dem Gerinnungssystem, also diese Embolien und die Thrombosen. War das etwas, was Sie auch überrascht hat? Absolut, weil das ist absolut virusuntypisch. Und entsprechend konnten wir das sehr schnell an die Intensivmediziner transportieren, die begonnen haben, letztlich experimentell die schwerkranken Patienten zu therapieren. Und plötzlich haben erste Patienten überlebt und sind nicht daran gestorben. Durch die Gabe von Blutverdünnern konnten viele Schwererkrankte gerettet werden. Die vielfältigen Schäden, die das Coronavirus im Gefäßsystem und durch Gerinnsel hinterlässt, werden oft unterschätzt. Studien zeigen, dass jeder neue Infekt die Wahrscheinlichkeit für Herzerkrankungen und Schlaganfälle erhöht, auch bei ganz Gesunden. Das Virus hat einen großen Teil des akuten Schreckens verloren, aber hält immer noch eine Menge unangenehmer Überraschungen parat. Ich hatte mich Ende 2020 infiziert, ganz mild, kein Fieber, kein Husten, dachte, ich hatte wirklich Glück. Nach 1 bis 2 Wochen habe ich gemerkt, dass ich vielleicht doch kein Glück habe. Da hat es nämlich angefangen, ich hatte massiv kognitive Störungen. Ich habe mich mehrmals aus meiner Wohnung ausgeschlossen. Ich habe mein Telefon in den Kühlschrank reingelegt. Ich habe aber auch keine Hilfe bekommen, wenn ich dann danach gefragt habe. Und irgendwann war mir dann klar, ich muss das selbst organisieren. Weil Diana sich als Apothekerin gut in der Medizinwelt auskennt, hat sie alle diese Schäden dokumentiert und durch Laborbefunde bestätigt. Bei den meisten Long-Covid-Betroffenen finden so genaue Untersuchungen selten statt. Dianas Hirnarterien sind verändert, das Herz vernarbt, Nervenfasern geschädigt. Und Teile des Virus haben sich nachweislich im Knochenmark festgesetzt und halten die Entzündung in Gang. Auch die aktuellen Coronaviren sind nicht harmlos. Jede neue Infektion kann bei einigen Menschen zu Entzündungen und Gerinnseln in den Adern führen. Der Darm funktioniert schlechter. Nervensignale werden fehlgeleitet, das Immunsystem wendet sich gegen den eigenen Körper und andere Viren, die im Körper schlummern, werden wieder aktiv. All das könnte erklären, warum es so viele verschiedene und individuelle Symptome gibt. Der Corona-Test ist schon längst negativ, aber bei den Betroffenen finden sich Teile des Virus in der Darmwand, in den Nervenfasern und sogar im Hirn. Viele werden einfach nicht wieder gesund. Ich habe Symptome, die man klar darstellen kann. Und wenn ich mich dann in ärztliche Versorgung begebe, je nachdem, an welchen Arzt man kommt, bekommt man entweder Yoga empfohlen oder den Eindruck, man ist kerngesund. Und dann kommen auch gerne so Sprüche wie, naja, Sie sind ja jung, sportlich gesund, machen Sie sich mal ein paar schöne Gedanken. Was auffällt, es sind doppelt so viele Frauen betroffen wie Männer und mehr jüngere als ältere Menschen. Das ist auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, so wie beispielsweise der Multiplen Sklerose. Und auch Kinder sind betroffen, Schätzungen zufolge 1 von 100, die Covid hatten. Was kaum bekannt ist, das Risiko an Long-Covid zu erkranken steigt mit jeder weiteren Infektion. Niedergelassene Kassenärzte sind ja eigentlich verpflichtet, jeden zu behandeln. Und dass man dann als Post-Covid-Patient abgewiesen wird, das ist für mich unbegreiflich. Ist für mich auch unbegreiflich, wie jemand die Leitlinie nicht kennt und auch die Therapie nicht umsetzt. Unterm Strich betreuen die meisten Post-Covid-Patienten sich selbst. Wie viele Menschen mit Long-Covid-Symptomen kennen Sie? Ich habe in meinem Bekanntenkreis mindestens 10. Jeden Tag erreichen mich E-Mails und Anfragen. Es gibt da draußen Millionen Menschen, die Hilfe suchen.
Und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass dieser Mensch die Symptome nicht richtig diagnostiziert bekommt, nicht richtig behandelt wird und vor allen Dingen auch nicht anerkannt wird. In 5–10% geht Long-Covid über in das besonders schwere chronische Erschöpfungssyndrom, abgekürzt ME/CFS. Schwerkranke und Angehörige fordern hier in Berlin bessere Versorgung, bessere Forschung. Viele tragen dunkle Brillen und Ohrschützer, denn Lärm, Licht, Bewegung, alles kann zu einer akuten Überforderung und zu einem Crash, einer totalen Erschöpfung führen. Für meine Freundin Fabi. Also die ist krank. Die liegt so eingesperrt so im Bett rum und die weiß nicht, ob alles wieder gut wird wie früher. Ich bin seit Februar 2022 erkrankt nach Corona und seitdem liege ich zu Hause zu 90%. Alles, was sie machen kann, das ist Toilette, Dusche und halb sitzend, halb liegend im Bett essen. Man stirbt langsam. Man stirbt langsam. Und dadurch, dass man langsam stirbt, nimmt das, glaube ich, die Gesellschaft nicht als so schlimm wahr wie jemand, der jetzt auf einen Schlag stirbt. Ich bin heute hier. Das bedeutet, die nächsten 2 Wochen werde ich mein Bett nicht groß verlassen können. Ziehe mir eine Pampers an und bleib liegen. Seit über 50 Jahren ist ME/CFS von der WHO anerkannt. Und immer noch gibt es keine zugelassenen Therapien. Unterschiedliche Viren können Auslöser sein, aber seit Corona nehmen die Fälle massiv zu. ME/CFS ist vernachlässigt worden in der Forschung, in der Behandlung, in der Anerkennung. Und ich gebe Ihnen mein Wort, wir werden als Bundesregierung alles tun, um diese Missstände, die viel zu lange geduldet wurden, um diese Missstände zu beheben. Der Bund stellt endlich rund 200 Millionen € bereit für bessere Versorgung, Kongresse und Therapien. Carmen Scheibenbogen erforscht als eine der wenigen diese komplexe Erkrankung. Wir brauchen natürlich Medikamente, die auch die Erkrankung ursächlich behandeln und heilen können. Und da ist die pharmazeutische Industrie nach wie vor zurückhaltend. Aber auch hier gibt es Unterstützung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Gab es jetzt über 20 Millionen €. Und da sehen wir auch, dass zum Beispiel ein Verfahren, mit dem wir sogenannte Autoantikörper neutralisieren, bei vielen gut wirksam ist. Es laufen gerade in Deutschland verschiedene kleine Studien. Doch die Forschung an den Unis ist langsam und chronisch unterfinanziert. Die Impfung zu entwickeln ging schnell. Es gab ein Virus und viel Geld zu verdienen. Long-Covid ist viel komplexer. Keiner rechnet mit einem Wundermittel für alle. Deshalb sind all diese Menschen uninteressant für die Pharmaindustrie. Es ist momentan eher frustrierend zu sehen, dass es eigentlich noch viel schneller gehen könnte mit mehr Unterstützung. Aber der Zug ist schon, sagen wir mal, gut angefahren. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, es kommen jetzt die ersten Ergebnisse, dass wir hoffentlich auch im nächsten Jahr vielleicht schon Medikamente haben werden, die auch besser wirken und die wir auch schon anwenden können. Wir hatten einen sehr empathischen Kinderarzt. Aber auch der kam nicht umhin, irgendwann zu sagen, naja, jetzt musst du aber mal wieder ein bisschen trainieren. Und auch er hat diesen Mechanismus nicht verstanden. Viele Betroffene leiden darunter, dass ihre Krankheit nicht richtig diagnostiziert und als rein psychosomatisch abgestempelt wird. Dabei gibt es klare körperliche Befunde. Zum Beispiel kann man mit einer einfachen Blutdruckmanschette diese Fehlregulation beim Aufstehen mit Herzrasen und so weiter finden und auch objektivieren. Dieses Wissen ist da. Aber es findet nicht in der ärztlichen Praxis, in der Versorgung statt. Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Und wir kriegen es nicht besser hin, das ganze vorhandene Wissen auch in die ärztliche Primärversorgung, in die Praxis, zu den Patientinnen und Patienten zu bringen. Das ist doch absurd. Um der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, organisiert Diana zusammen mit 4 weiteren Patienten im Alleingang eine Online-Fachkonferenz. Weltweit kommen so 40 führende Expertinnen und Experten erstmalig zusammen. 2 der präsentierten Studien zeigen, dass Long-Covid übertragbar ist. Wenn gesunde Mäuse die Immunzellen von Menschen mit Long-Covid bekommen, entwickeln die Mäuse auch die typischen Symptome.
Und da würde ja keiner sagen, dass sich die Mäuse das alles einbilden, oder? Nach dem anstrengenden Kongress spürt Diana den Crash. Sie muss ihre Arbeitszeit weiter reduzieren. In Deutschland haben sich 65 Millionen Menschen impfen lassen und das gut vertragen und sie bekamen seltener Long-Covid. Doch wie viele wurden durch die Impfung selbst krank? Vielleicht 10.000, 20.000 oder noch mehr. Weil ich mich fürs Impfen stark gemacht habe, möchte ich auch diese Menschen besser verstehen. Ich gehe in Berlin-Prenzlauer Berg zu einer Solidaritätsveranstaltung für Impfgeschädigte, organisiert von Friedlich Zusammen. Nicht allen bin ich willkommen. Wer freut sich nicht, dass die ARD da ist? Medien, Politik und Wissenschaft haben dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Wer ungeimpft blieb, hatte Nachteile, konnte an vielen Dingen nicht teilnehmen. Kabarettistin Christine Préant kritisierte früh die Stimmungsmache gegen Ungeimpfte. Impfen ist immer ein komplexes Abwägen von Nutzen, Risiko und potenziellen Langzeitschäden. Das Dilemma kennt man auch von anderen Impfungen. Der Erfolg ist schnell vergessen, der Schaden aber bleibt. Es war falsch, eine komplett nebenwirkungsfreie Impfung zu versprechen. Ich war selbst Impfproband und wir haben 2021 einen Film dazu gemacht. Das hat polarisiert. Bis heute bekomme ich dafür, wie ganz viele Menschen aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, Hass, Unterstellungen bis hin zu gezielten Falschinformationen in den sozialen Medien ab. Ausgerechnet der Hirschhausen, der ist doch befangen. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich hätte auch gar nichts sagen können. Ich hätte einfach der nette Doktor mit der roten Nase bleiben können. Wollte ich aber nicht. Und dass ich mich fürs Impfen engagiere, das ist nicht erst seit Corona, sondern das war schon viele, viele Jahre vorher so. Die Corona-Impfstoffe haben vor allem Ältere über 60 und Vorerkrankte vor schweren Verläufen oder dem Tod bewahrt. Das ist Tatsache. Christine Préant hat die Impfung krank gemacht. Sie will sich und anderen Betroffenen helfen, mit Büchern, mit Auftritten und ihrem ganz speziellen ironischen Humor. Wir sind Vertreterinnen eines sehr mächtigen, extrem einflussreichen Interessenverbands, des IGS. Das sind die impfgeschädigten Schauspielerinnen. Als Birte Schneider trat Christine Préant lange in der Heute-Show auf. Nach der ersten Impfung nimmt ihr Herz Schaden. Nach der zweiten kommen weitere Symptome hinzu. Muskelschwäche, Zittern, Herzschmerzen, Schwindel, Durchblutungsstörung und extreme Erschöpfung. Was hat sich denn verändert, seit du nicht mehr so bei Kräften bist, wie du es früher warst? Es geht gar nicht mehr so sehr darum, oh, wird das gut, bin ich gut? Es geht wirklich eher um ganz handfeste Dinge, wie schaffe ich das, kriege ich das hin? Ja, ist nicht so schön. Ich habe gerne die Kontrolle über meinen Körper. Was glaubst du, hat das ausgelöst, dass du diese Kontrolle verloren hast? Du sagst, du hast Post-Vac. Ja. Ja. Ich habe 9 Tage nach der ersten Impfung die ersten Symptome gehabt. Und mit dem Herzen. Ich war vorher kerngesund. Und ich muss jetzt mit einem kranken Körper oder mit einer ganz seltsamen Krankheit umgehen, die ich nicht einordnen kann, die aber perverserweise nicht nur ich nicht einordnen kann, sondern auch alle Ärzte um mich herum nicht einordnen können. Post-Vac, das bedeutet wörtlich nach der Impfung. Post-Vac ähnelt in den Symptomen Long-Covid. Bei beiden Erkrankungen ist nicht bewiesen, was sie genau auslöst. Ein möglicher Mechanismus ist eine überschießende Reaktion auf das Spike-Protein aus dem echten Virus oder auf das, was nach der Impfung gebildet wird. Es gibt weder klare Kriterien noch eine ursächliche Behandlung, entsprechend auch keine Zahlen. Laut einer Zeitungsrecherche waren zu Beginn des Jahres rund 470 Impfschäden bundesweit anerkannt, aber Tausende warten auf einen Bescheid. Betroffene sind im Alltag eingeschränkt oder berufsunfähig, bekommen kaum Hilfe und keiner aus dem Gesundheitswesen fühlt sich zuständig. Selbst in Long-Covid-Ambulanzen werden Post-Vac-Patientinnen und Patienten abgewiesen. Einer von ihnen ist Luis. Vor 2 Jahren haben wir schon über ihn berichtet. Da war Luis 24 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Anwältin und seinem Vater kämpft Luis um die Anerkennung seines Impfschadens und um finanzielle Unterstützung.
Nach der zweiten Impfung hatte ich dann 41 Fieber. Das hatte ich am selben Tag leider noch. Hatte auch mich vom Herz her nicht gut gefühlt. Ich trage seit weit über 5 Jahren eine Smartwatch, die kontinuierlich den Puls aufzeichnet. Und solche Pulsraten hatte ich nie, vor allem nicht in Ruhe. Sein Arzt stellte im April 2022 die Verdachtsdiagnose Impfschaden. Aufgrund von vielen Laboruntersuchungen schloss er eine vorherige Corona-Erkrankung aus. Trotz ausführlicher ärztlicher Berichte und einem schweren Verlauf wurde der Antrag von Luis abgelehnt. Das Landesversorgungsamt argumentiert, speziell die Sinustachykardie, also das Herzrasen, sei ein klassisches Symptom von Covid-19 bzw. Long-Covid. Die Beschwerden seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Impfschaden. Damit zahlt das Versorgungsamt nicht. Tachykardie, das Herzrasen, taucht in den Verdachtsmeldungen über Impfnebenwirkungen immer wieder auf. Ärzte haben auch vergleichbare Fälle dokumentiert, die sie auf die Impfung zurückführen. Auch wenn der letzte Beleg dafür fehlt, wie kann ein Versorgungsamt einen Zusammenhang kategorisch ausschließen? Momentan eskaliert es wieder mehr. Auf einer Skala von 0 bis 10 ist der Schmerz, ich sage mal 10 von 10. Manchmal sage ich dann ganz gerne 11 von 10. Das bedeutet bis hin zur Ohnmacht. Luis ist in einer schlechten Phase und hat täglich einen schmerzhaften Herzanfall. Ich kriege das im Schlaf nachts um 3, dass ich aufwache und ich habe 220er Puls und bin schweißgebadet. Das kann immer passieren. Was die aber definitiv wissen ist, desto mehr ich mich bewege, desto höher ist die Chance, dass da was getriggert wird und dann eine Herzattacke kommt. Eine Reihe von Einzelbefunden macht es im Fall von Luis wahrscheinlich, dass seine Krankheit durch die Impfung ausgelöst wurde. Dass er trotzdem immer wieder mit Anwälten und Rechtsstreitigkeiten seine Lebenszeit vergeuden muss, das ist wirklich, wirklich nicht zu akzeptieren. Es gibt einen Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Im Falle von Luis würde das heißen, im Zweifel für den Patienten. Ein weiterer Tachykardieanfall mit Pulsschlägen über 200. Wir dürfen die Kamera weiterlaufen lassen, weil Luis und sein Vater schon so oft erlebt haben, dass ihm nicht geglaubt wird. Oh, Scheiße. Es geht richtig hoch. Warte, Luis. Warte. Oh ja. Nimm mal hier, komm. Puh, diese Bilder von dem Anfall und dem Schmerz von Luis, die sind schwer erträglich. Wir haben auch lange diskutiert, lassen wir sie im Film. Wir müssen hinschauen. Wir müssen das aushalten, sonst bewegt sich gar nichts. Komm her. Okay. Warte. Sein Anfall dauert 20 Minuten. Geht wieder? Jetzt runter, immer weiter. Mhm. Hab noch Schmerzen. Mhm. Wie viele so schwer betroffen sind wie Luis, das weiß keiner so genau. Denn das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Beobachtung der Impfkomplikationen, verlässt sich auf die einzelnen Fallmeldungen von Betroffenen und aus den Arztpraxen. Das erfasst aber nie alles vollständig. Deshalb hat das Institut den gesetzlichen Auftrag, zusätzlich die vorhandenen Diagnosedaten auszuwerten. Wir fragen nach. Die Antwort: Bisher wurden dem Paul-Ehrlich-Institut weder direkt vom RKI noch von den kassenärztlichen Vereinigungen Daten übermittelt. Und selbst im Sommer 2024 heißt die Begründung immer noch, es gelten sehr hohe Datenschutzanforderungen, deren Umsetzung aufwendig und sehr zeitintensiv ist und war. In vergangenen Jahrhunderten machte man riesenmedizinische Fortschritte durch sauberes Wasser. Im 21. Jahrhundert könnten wir Riesenfortschritte machen durch saubere Daten.
Gerade beim Thema Impfsicherheit müssen wir auf die seltenen und ganz seltenen Dinge besonders achten. Das hat bei den Sinusvenenthrombosen auch Gott sei Dank gut funktioniert. Je unspezifischer aber die Symptome sind, und das sind sie ja bei Long-Covid und auch bei Post-Vac, desto schwieriger ist es, aus Einzelfallmeldungen irgendwie das Muster zu erkennen. Und genau dafür brauchen wir Daten. Und dass die Krankenkassendaten, die vorhanden sind, nicht mit den Impfdaten besser koordiniert werden, das verstehe ich nicht. In welchem Jahrhundert sind wir hier? Zurück zu Christine Prion. Bei ihr kamen die Post-Vac-Beschwerden nach der 2. Impfung. Dann kam kurz darauf eine Corona-Infektion dazu. Was dann alles im Körper passiert und sich wie verstärkt, ist noch wenig verstanden. Angenommen, du wärst zu Beginn der Pandemie Gesundheitsministerin gewesen. Wie hättest du entschieden, nach welchen Kriterien, nach welchen unklaren Studienergebnissen? Wenn ich der Meinung wäre, dass die Impfung wichtig ist, kann ich ja sein, kann ich als Politiker sein, dann hätte ich gesagt, Leute, wir möchten euch das sehr ans Herz legen und euch empfehlen. Wir können aber nicht sicher garantieren, dass das nebenwirkungsfrei ist. Wir wissen es nicht. Aber wenn euch was passiert, dann stehen wir dafür ein, dass wir euch helfen, dass wir euch unterstützen. Finanziell, medizinisch, dann sind wir da. Das ist aber nicht passiert. Wie gehst du damit um, dass Menschen, die sich kritisch zum Impfen geäußert haben, sehr schnell in eine Ecke kamen, auch mit Rechtspopulisten? Das ist ein großes Problem. Ne? Also das macht doch, dass du eine Kritik möglicherweise nicht mehr äußerst, weil du Angst hast, mittlerweile tatsächlich berechtigte Angst hast, deinen Job zu verlieren, deine Reputation zu verlieren, ausgegrenzt zu werden. Die nächste Pandemie wird kommen, früher oder später. Was wäre, wenn wir uns dann alle nicht mehr impfen lassen? Was hat dem hohen Vertrauen in die Wissenschaft geschadet? Vertrauen in Institutionen braucht Transparenz. Und die ist in Deutschland Mangelware. Es gibt im Netz immer wieder Gerüchte, dass die mRNA-Impfstoffe DNA enthalten. Gefährlich zu viel DNA. Dann gibt es einzelne Messungen. Wir haben sehr viel recherchiert. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen dazu. Es ist ziemlich kompliziert. Aber es würde wahnsinnig viel helfen, wenn BioNTech die Zahlen offenlegt. Wenn das PEI, das Paul-Ehrlich-Institut, die Zahlen offenlegt. Und die australischen Behörden messen die Impfstoffe selbst. Und die beruhigende Nachricht ist, sie finden in keiner der Proben einen erhöhten Wert. Warum geht das in Australien und nicht in Deutschland? Wenn es offene Fragen gibt zur Rest-DNA in den Zellen, sollte das sauber wissenschaftlich aufgearbeitet, veröffentlicht und vor allem gut kommuniziert werden. Was gibt dir persönlich Hoffnung? Hast du das Gefühl, so langsam besserst du dich? Immer dann, wenn ich sage, ja, ich habe den Eindruck, es geht mir besser, kann ich den Wecker danach stellen, dass ich einen Tag oder eine Woche später den absoluten Absturz wieder erlebe. Das sind diese Crashs? Ja, diese Einbrüche gibt es immer noch häufig. Und trotzdem glaube ich, dass das irgendwann, habe ich die Hoffnung, dass das irgendwann aufhört. Ich habe auch ein Kind. Und ein Kind bedeutet für mich immer, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Oh Gott, wenn ihr da jetzt eine Musik drunter legt. Warnung. Ja, dann wird das viel zu kitschig. Ich hol gleich die Geige raus. Nein, es ist doch Aber wichtig. es ist für mich ganz, es ist ganz wichtig, handfest. Ja? Ernsthaft? Es geht nicht anders. Was kann passieren, wenn jemand mit schwerem ME/CFS ins Krankenhaus muss? Von einer Infektion im Mai 2020 erholt sich der damals 13-jährige Mats nicht mehr. Ob es Corona oder ein anderes Virus war, ließ sich nie feststellen. Mats möchte sich heute, so krank wie er immer noch ist, nicht vor der Kamera zeigen. Aber wir dürfen seine Geschichte erzählen. Es dauerte 1,5 Jahre mit vielen Arztbesuchen und Klinikaufenthalten, bis er die Diagnose ME/CFS erhielt. Als er zu schwach wurde, um selbst zu essen, kommt er ins Kinderkrankenhaus, um operativ einen Zugang zum Magenbeleg zu bekommen.
Doch der Alltag auf Station tut ihm nicht gut. Lärm, Licht, Bewegung. Für ihn als ME/CFS-Patienten ist das einfach zu viel. Die Eltern wollen ihn nach Hause nehmen, die Klinik ist dagegen. Wir hören beiden Seiten zu. Wir hatten hier einen Patienten vor uns, der eben für uns ganz klar nicht jemand ist, der mal so eben wieder nach Hause gehen kann, ja? Der in einem Zustand ist, der es nicht erlaubt. Die Akutversorgung des extremen Untergewichts stand zunächst im Vordergrund. Die Klinik erkannte zwar die Diagnose ME/CFS an, vermutete bei den Eltern aber einen ungünstigen Einfluss auf Mats. Und dass wir gemäß den Behandlungskriterien für ME/CFS unseren Sohn hier untergebracht haben und ihn versucht haben, für Lärm zu schützen, vor allem was ihm schadet, was ihm wehtut, das wurde uns dann zum Vorwurf gemacht. Wir fragen nach. War da die Vermutung da, dass die Eltern überfürsorglich sind? Das können Sie als Überfürsorge bezeichnen, wenn Sie einen wirklich mehr oder weniger dem Tode näher als dem Leben stehenden jungen Mann nach Hause bringen wollen und sagen, der muss jetzt in einem abgedunkelten Raum liegen, dann hat uns das erstmal erschreckt, ja, und hat uns nicht das Gefühl gegeben, dass jetzt hier das absolut Beste für diesen Jungen getan wird. Die Eltern hatten die Klinik im Vorfeld um Unterstützung gebeten. Die Ärzte gingen allerdings von einer Kindeswohlgefährdung aus. Mats darf anfangs die Familie nur einmal in der Woche für 1 Stunde sehen. Aber teilweise gab es ja auch Besuche, wo er nur geweint hat oder Schmerzen hatte. Und du musst dann nach dieser Stunde dann wieder gehen und dein Kind dann da weinend zurücklassen. Das ist... Die Ärzte vermuten, dass Mats zusätzlich zu ME/CFS an einer schweren Depression erkrankt ist und wollen ihm helfen. Er war im Januar, Februar in der Psychosomatik. Da wurde keine Depression und Angststörung festgestellt. Also wie kommt eine Klinik dann darauf, ein halbes Jahr später, dass jetzt aber eine ganz, ganz schwere Depression vorhanden sein muss? Möchtest du nach Hause? Ja, die sagen, dass ich hier bleiben muss, weil ich zu Hause ja sterben würde. Und dass die befürchten würden, dass ich eine Depression habe und dass man das ja behandeln müsste. Das kann man jetzt auch rückwirkend sagen, dass wir da in einer Situation sicherlich auch tatsächlich den Jungen überfordert haben und auch einen Crash ausgelöst haben. Ich habe manchmal Angst um Mats gehabt, dass er das dann nicht überlebt, weil das zu anstrengend ist. Durch Lärm und falsche Unterbringung und ständigen wechselnden Kontakt. Im Grunde ist es für so einen Patienten wie eine Folter. Und das ist eine Kindeswohlgefährdung, was die Klinik gemacht hat. Die haben das Kind gefährdet und nicht wir. Ganze 2 Monate hat kein Arzt mit uns gesprochen von diesen 4 Monaten. Das heißt, wir haben keine Informationen bekommen über Untersuchungen, über Fortschritte. Für beide Seiten ein echt komplexer Fall. Nach 4 Monaten in der Klinik entscheidet ein Gericht. Mats darf nach Hause. Es liegt laut Urteil keine Kindeswohlgefährdung vor. Zitat: Danach ist ein Eingriff in die elterliche Sorge nicht erforderlich und gerechtfertigt. Die Entwicklung, die Mats jetzt hat, gibt uns einfach recht. Er hat zwischendurch Lego gebaut, er kann sich wieder aufsetzen, kann laufen und er kann wieder selbstständig essen. Es hat sich verbessert und stabilisiert. Natürlich ist er hier in ein Akutkrankenhaus eingeliefert worden, wo im Grunde gar nicht die Basis für die Behandlung eines solchen Patienten gegeben war. Und das müssten wir natürlich auch jetzt im Laufe der letzten Jahre erst mal aufbauen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, also sowohl den Eltern gegenüber als auch Mats gegenüber, dass er hier das als so eine belastende Situation empfunden hat. Wir müssen immer nach vorne gucken und dann auch sagen, es darf so einen Fall in der Form eigentlich nicht mehr wiedergeben.
Wir sind kein Einzelfall. Das ist mir wichtig zu sagen. Und das muss unbedingt ein Ende haben. Bei Mats, genauso wie bei Andrea oder Luis, fragt man sich doch, müssen Betroffene von ME/CFS, Long-Covid oder Impfschäden immer vor Gericht landen? Warum zeigen wir diese Geschichte? Nicht um anzuklagen, sondern um daraus zu lernen. Und die Klinik hat jetzt eine eigene Sprechstunde für Patientinnen und Patienten mit ME/CFS. Und das ist wichtig, das ist gut. Denn davon gibt es immer noch viel, viel zu wenig in Deutschland. Das evangelische Krankenhaus Bethel in Bielefeld ist nun eine von 4 ME/CFS-Ambulanzen für Kinder in ganz Deutschland. Keine kann bisher kostendeckend arbeiten. Assistenzarzt Jeremy Schmidt betreut Betroffene vor Ort und auch digital zu Hause. Hoffentlich gelingt es so besser, Kinder und Jugendliche zu therapieren. Die Auslastung ist sehr hoch. Also diese Erkrankung verschwindet nicht, wird nicht verschwinden und wird weiter bestehen. Und man muss sagen, dass wir letztendlich gezwungen sind, die Kinder mit extrem schlechter Symptomatik möglichst früh zu sehen. Und Kinder mit, ja, und das ist wirklich traurig zu sagen, können noch halbwegs zur Schule gehen, sind aber sonst massiv eingeschränkt, letztendlich leider hinten anzustellen, was uns natürlich wehtut, aber nicht anders möglich ist. Und trotzdem warten Kinder, die zu Hause jetzt schon im Rollstuhl sitzen, über 6 Monate auf einen Termin. Unsere Fallbeispiele zeigen, wie kräftezehrend die Corona-Folgen für Patienten und Familien sind, über Monate und Jahre. Für sie alle ist die Pandemie immer noch längst nicht vorbei. Auch die Apothekerin Diana mit ihrer Long-Covid-Erkrankung muss sich sehr oft selbst helfen. Mir ging es extrem schlecht. Also ich hatte eine Zustandsverschlechterung, wie ich seit Jahren schon nicht mehr hatte. Teilweise lag ich im Bett und konnte mich auch nicht mehr richtig bewegen. Ja, also das waren wieder ganz düstere Momente, wo man auch nie weiß, stabilisiert sich der Zustand wieder? Wie ist es? Du kannst ja nicht zum Arzt gehen, sondern du musst ja einfach dann durchhalten. Diana hilft eine Art Blutwäsche, die HELP-Apherese. Für Patienten mit erhöhten Blutfetten ist das Verfahren Routine und wird von den Kassen übernommen. Für Long-Covid-Patienten ist der Nutzen weiterhin nicht ausreichend wissenschaftlich gesichert. Deshalb zahlen Kassen nur in Ausnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen etwa. Diana zahlt selbst. In den Long-Covid-Ambulanzen werden die Patienten verwaltet. Die Therapiemöglichkeiten sind ja sehr, sehr geringfügig und sehr unspezifisch. Während aus meiner Erfahrung die Patienten, die zu uns kommen, ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Therapien durchgeführt hat und erst bei uns merken, dass es ihnen deutlich besser geht. Laut Gunnar Bücker verbessern sich 80% der Patienten. Weitaus aussagekräftiger als Beobachtungen in einer Privatpraxis wäre eine Studie mit vielen Patienten an verschiedenen Zentren mit einer Kontrollgruppe. Das kostet viel Zeit und Geld und passiert nicht. Eine mögliche Wirkung der Blutwäsche könnte sein, dass sie Virusreste und Gerinnungsfaktoren aus dem Blut entfernt, die sonst die Entzündungsvorgänge am Laufen halten. Bei Diana kann man die verbesserte Durchblutung tags drauf sogar sehen. Eine kleinere Gruppe von unseren Patienten zeigt kein Ansprechen. Vielleicht liegen da andere Mechanismen zugrunde, wo dann wiederum die Immunadsorption sehr hilfreich sein könnte. In einem früheren Film haben wir schon mal über die verschiedenen experimentellen Therapiemöglichkeiten bei Long-Covid berichtet, zum Beispiel die Blutwäsche. Dann gab es Kritik von einigen Seiten. Wie könnt ihr darüber berichten? Die Studienlage ist nicht eindeutig. Ja, genau das haben wir gesagt. Schaut hin, macht endlich Studien. Und der Skandal ist, dass wir 3 Jahre später immer noch keine guten Studien mit einer guten Kontrollgruppe haben. Was wir heute wissen, manchen hilft die Blutwäsche, manchen hilft die Immunabsorption, manchen helfen auch bestimmte Medikamente. Aber es ist und bleibt nicht Sache der Patienten, das herauszufinden und dafür auch noch selber zu zahlen. Zum langen Schatten von Corona gehört auch der Blick auf die Schäden, die gar nichts mit dem Virus zu tun haben. Kindern und Jugendlichen geht es deutlich schlechter als vor der Pandemie. Statt 20 sind jetzt 25%, also jeder 4. psychisch auffällig und belastet. Experten sind alarmiert über die Zunahme von Essstörungen, Panikattacken und Ängsten oder, wie bei Karl, Depressionen. Dann kam halt der 2. Lockdown und da ging es dann richtig ab. Also da kam es dann plötzlich mit all den negativen Emotionen und so und da war ich dann schon irgendwann an dem Punkt, wo ich mir wirklich gesagt habe, okay, das war's jetzt. Also ich
gehe jetzt irgendwo hin, nehme einen Strick oder sonst irgendwas und beende es, weil anders sehe ich keinen Ausweg. Und ich glaube, das war so mit einer der tiefsten Punkte, wo ich jemals war. Bist du über dich selber erschrocken? Auf jeden Fall. Also ich war quasi immer so dieses komplett motivierte Kind und plötzlich liege ich da alleine in meinem Zimmer, mache mir Gedanken, habe gar keine Lust mehr irgendwie irgendwas zu machen und da habe ich mir schon gedacht, nein, da sehe ich mich absolut nicht mehr drin. Karl hat eine Gesprächstherapie aus der Depression geholfen. In schwereren Fällen brauchte es Medikamente und manchmal auch stationäre Behandlung. In der Kinderpsychiatrie in Tübingen musste angebaut werden. Allein wegen schwerer Magersucht brauchten 4-mal so viele Kinder eine Behandlung wie vor der Pandemie. In Deutschland waren die Schulen deutlich länger geschlossen als in anderen Ländern. Wie könnte das mit der seelischen Gesundheit zusammenhängen? Essstörungen haben extrem zugenommen. Ein Freund von mir hat seine Tochter verloren, ist gestorben an einer Essstörung in dieser Zeit. Wie kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel auch Schulschließungen die seelische Widerstandsfähigkeit derartig beeinträchtigt hat? Die Tagesstruktur war weg und dann bot sozusagen die Magersucht auch die Möglichkeit einer Hyperstrukturierung an. Also diese Erkrankung ist dann eingesprungen und hat den Patienten so einen Halt gegeben. Natürlich total dysfunktional und auch für einen enorm hohen Preis. Vielen Jugendlichen ging es im zweiten Lockdown schlechter als im ersten. Können sich Belastungen anhäufen und das seelische Gleichgewicht zum Kippen bringen? Die Idee einer Einzahlung ins Belastungskonto, das zeigt sich wissenschaftlich klar. Also Kinder, die in früheren Jahren negative Erfahrungen gemacht haben, für die sind diese Erfahrungen nicht abgefrühstückt ein Jahr später, wenn da nichts mehr war. Das ist sozusagen wie so, um eine Metapher zu verwenden, etwas hat einen Knacks gekriegt und dann, wenn weitere Belastungen dazukommen, dann bricht es. So kann man es auch benennen. Man kann durch positive Erfahrungen dann auch ein Gegengewicht bilden. Das heißt aber auch für uns, dass die Pandemie sozusagen nicht vorbei war, nachdem die Absperrungen vom Kinderspielplatz weg waren, sondern es wirkt nach. Und das kann bei Kindern, die damals 8 waren und die dann später 15, 16 waren, dann so lange noch nachwirken, dass zu diesem Zeitpunkt immer noch psychische Erkrankungen maßgeblich auch durch die Pandemiefolgen mitgetriggert werden können. Auch ein langer Schatten. Die Jugendlichen verzichteten in der Pandemie auf Party und Pubertät. Alles, um die Älteren zu schützen. Liebe Mitboomer, liebe Eltern und Großeltern, wenn wir geschützt wurden durch das solidarische Verhalten der Kinder und Jugendlichen, sind wir dieser Generation nicht jetzt wirklich was schuldig? Welche Fehler sollten wir nicht wiederholen? Also wir sollten auf jeden Fall mit aller Macht vermeiden, Schulen zu schließen oder Kindergärten zu schließen. Den Austausch der Jugendlichen miteinander und die Tagesstrukturen so massiv zu verändern, war schädlich. Ist es nicht absurd, wie wenig uns die seelische Gesundheit der nächsten Generation wert ist? Aus meiner Sicht ist es absurd, wenn ein Viertel unserer Kinder und Jugendlichen jetzt bereits durch psychische Erkrankungen gehemmt sind. Also Deutschland soll es sich leisten können, Deutschland kann es sich leisten und hier sollten wir uns auf den Weg machen. Karl, ich warne dich, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Was hast du gelernt, wie man sich auch sozusagen schützen kann oder was einen seelisch stark macht? Also wenn man jetzt merkt, okay, ich komme jetzt so langsam wieder in diese Spirale, wo es immer wieder kommt, ja, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du schaffst es nicht oder alle hassen dich oder sowas. Das erstmal zu merken. Und dann hat es mir am Anfang geholfen, immer diese Gedanken aufzuschreiben. Ah, okay. Und dann aktiv Gegengedanken anzuwenden. Also quasi so, alle hassen dich, ja, aber du hast doch noch immer noch die paar Freunde, mit denen du dich regelmäßig triffst. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Wo ist bei all den Schatten das Erhellende? Mich hat beeindruckt, wie viele sich engagieren, ihr Wissen teilen, nicht locker lassen, bis sich Politik, Ärzteschaft und Kassen bewegen. Long-Covid und Postvac sind hoffentlich bald zu behandeln. Experten sagen, das kann gelingen. Danke an alle, die diese Hoffnung hochhalten und jeden Tag ihr Bestes geben.